Auf der Insel wurde eine neue Kampfgruppe aufgestellt. Der LKW, der mich überholt hat, mitgemacht. Ast rein, so muss es sein. So und nicht anders muss es sein. Er freut sich auch. Braucht noch jemand ein paar Anti-Rutschmatten? Die Wolken vor der Luke, die dem Kommunikationsterminal am nächsten war. Bevor sie die Deckung verließen... Das sieht ja cool aus. Das sieht ja cool aus. Da drücke ich mal auf den Patscher hier. Flups. Ja, bemängelt da. Oh, die sind aber nicht richtig fest und bla bla bla. Lassen wir mal bei einer mündlichen Verwarnung und so weiter oder was. Und dann hat er, seitdem fährt er los. Und warum machst du Lichthupe? Bist du geistesgestört? Kann das sein? Ehrlich, ey. Gib's ihm mal, damit der Nebel leuchtet. Der A7 folgen. Wie viel Abstand ist das bei 200 Sachen oder 180 oder was die knallen, ne? Abstand von 0, nix oder wie oder was? Oder wo oder wer? In 0, nix bist du auch tot, also ich verstehe es nicht. Fahrt doch einfach mal rum. Wenn ich sowas sehe, ne? Wenn ich sowas sehe, rangieren die da rum wie die Blöden, statt eine Runde gerade zu drehen. Ist doch hier bloß rechts bis hier vorne an der Straße und so weiter. Also wenn man nicht fahren kann, ne? Ich setze da auch schon mal zurück, wenn nichts los ist und so, dann setze ich da auch zurück und fahre dann bis zu einer Tankstelle weiter, aber wenn dann schon einer neben mir steht und da wo ich hin will, dann hat es doch keinen Sinn mehr. Dann fahre ich halt weg. Dann drehe ich nicht an Runde. Also das kann ja wohl nicht das Problem sein. Besser als zu riskieren, da die Zapfsäulen umzulegen und so, wenn man doch nicht fahren kann. Und so einen komischen Kurs, wie der gefahren ist, ne, kann der nicht fahren. Oder gehörte das der zur Fahrschulausbildung, weil da ja Fahrschule dran stand. Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Naja. Aber viele Fahrschul-LKW verdienen ja auch noch zwischendurch irgendwann mit richtigen Touren. Also kannst ja auch nicht nachgehen. Was glauben Sie? Erzählen Sie mir aber keinen Scheiß, sagen Sie die Wahrheit. Was ist er denn? Zuerst müssen Sie Kam darüber von hinten ankommen. angeschossen. 166, 170, 171. Jetzt ist er weg vom Fenster. 171 in der 80-Zone, neuer Rekord. Hinter mir fährt einer versetzt. Ich fahre ja schon mitten auf der Straße. Der hinter mir fährt auch ganz schön dicht auf, der LKW. Fährt aber versetzt, dass er was sehen kann. Und da kam der hier schon von hinten mit Dauerfeuer Lichthupe an. Mein Gott. Jetzt mit Warmliganlage an uns vorbei. Russisches Kennzeichen. Vielleicht ist es ja auch ein Diplomat, die dürfen das bestimmt alles. Wetter, ey. Kontrolle über die USA zurückzuholen. Der einzige Dissident war Top gewesen. Top glaubte, man müsste mehr Forschungszeit in die zweit- und drittrangigen Auswirkungen der Verstrahlung und den wahren Ursprung. Fährst rechts dran vorbei noch? Schaffst du das? Schafft er. Ist aber auch stur links geblieben, ne? Mann. Das spielt nun wirklich keine Rolle mehr. Dans ob Drell, Dans ob
Immer noch einmal, kehr so übern Saal. Dann so, dann so. Ich glaube, gleich ist ein Apfel dran, der Gesundheit wegen. Dans up'n Apfel, Dans up'n Apfel. 5 Minuten Pause noch. Ich werde jetzt erstmal die Scheißschlösser abmachen und pissen. Ach na herrlich, wieder eine Vollsperrung auf der A2, wo ja jeden Tag LKW-Unfälle sind. Und auch hier wieder ein LKW-Unfall. Staaten Zahlen übermitteln kann. Mindestens eine Irak- oder Afghanistan-Reise absolvierte. Aber sie waren die ersten, die zugaben, dass die gegenwärtigen Konvoifahrer. Wie ist das eigentlich bei einer Auffahrt mit der Rettungsgasse? Bei einer Auffahrt, da gehe ich immer nur auf die Linie, sodass rechts trotzdem noch einer drauf fahren kann. Und jetzt hier in diesem Fall wäre ja auch die ganze Auffahrt blockiert und die Feuerwehr käme überhaupt nicht mehr hoch. Also, ist das eigentlich richtig, was ich gemacht habe, oder ist das hier Mist? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, es hat funktioniert, es hat super funktioniert. Die haben sich vor mir alle da durchgedrückt und so weiter, weil ich die Lücke groß genug gelassen habe, damit sie auch alle rüber können in die Rettungsgasse, weil irgendwie muss man da ja hinkommen. Also ich mache bei der Rettungsgasse, wie gesagt, bei einer Auffahrt dann fahre ich nicht mehr ganz rüber auf den Standstreifen oder über die Linie und so weiter, damit man da noch hochfahren kann. Ob es richtig ist, weiß ich nicht. Und weil natürlich jetzt noch der da rechts neben mir steht, ist meine Lücke, die ich gelassen habe, natürlich hinfällig. Also ziehe ich ein Stück vor, um hinter mir eine Lücke machen zu können. Jungs, Leiterwagen im Anmarsch, vorweg Polizei. Und jetzt ziehe ich nochmal vor, weil der hinter mir aufgerückt ist und die Lücke wieder zugemacht hat, damit wieder eine neue Lücke entsteht. Verkehrsservice. Stau, stockender Verkehr zurzeit auf folgenden Strecken. Jetzt kommt's A2 Berlin Richtung Hannover. Zwischen Peine und Lehrte Ost wegen Bergungsarbeiten mittlerweile immerhin eine Spur frei. Es gibt aber immer noch 8 Kilometer Stau. Das ist aber hier mal ein bisschen... Oh nein, jetzt läuft die Kamera nicht mal, die verschissene. Wann ist die denn ausgegangen? Ich habe da noch einen Nachtrag zur letzten Folge, wo ich ja gesagt habe, morgens sind es 30 Grad um 9 Uhr. Hier, 39 Grad, 18:40 Uhr, ne? Gehört da auch noch zu Hitzewelle 2018. Ich war dabei! Mahlzeit. Was machst du denn so weit von? Ich muss einen Arsch werden. So, dann den Arsch wird der Dosenmauer, ne? Ja. Aber der Sturm ist hier schon fast wieder vorbei. Ich sage meinem Mann, dass er nervös war. Ich riet ihm, sich zu entspannen, da wir heute noch keine
Versetzung. Das ist immer dasselbe hier. Die fahren über die doppelten Linien, das interessiert die alle überhaupt nicht. Das hat es noch nie und das wird es wohl auch nicht. Und jetzt eiert er hier rum, jetzt gib doch Gas! Sascha, seitdem wir unsere Späßchen da machen in den Videos mit dem Funken und so, habe ich in den Kommentaren gelesen, dass es ja total unlogisch wäre, wenn der Mirko dabei ist, weil man könnte ja gar nicht über den Atlantik funken. Ach, du weißt doch, wie es ist. Da sind immer irgendwelche Nörgler und Zweifler und Unglaube und Chemtrails und wie soll er heißen. Also ich weiß wirklich nicht, was die Leute haben. Also kann ich dir echt nicht sagen. Ich meine, es ist doch total real. Ja, also ich kann mit so vielen Sachen funken und das kommt ja trotzdem alles bei dir an. Also ich verstehe manche Leute nicht. Ja, du hast natürlich absolut recht, aber was willst du machen? Da muss man drüber stehen. Mirko, was sagst du denn dazu? Was war das? Ich habe es gerade nicht richtig verstanden. Sag mal nochmal. Freddy sagte doch gerade hier von wegen, die Leute glauben nichts, dass man hier nicht so weit funken kann und so eine Scheiße. Also ehrlich, nur Nörgler. Ach Leute, die haben doch alle keine Ahnung, wie das funktioniert mit der neuen Technik heutzutage. Lass sie reden. Ich muss weitermachen. Ciao.